Heute testen wir ein High-End Wheel aus dem Hause eSport Sim. Mit dieser mittlerweile dritten Generation des Formula Steering Wheel bietet eSport Sim ein Lenkrad mit Display, PC und Konsolenkompatibilität und zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. In diesem Video sprechen wir über alle Details bis hin zur Rennstrecken-Performance. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. eSport Sim hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Du kannst dieses Lenkrad in den nächsten Monaten in meinem SimRacing Testcenter unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, klickt bei Interesse den Link unter diesem Video. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters, um möglichst objektiv reviewen zu können. Doch nun kann es losgehen. Beginnen wir mit dem Unternehmen. eSport Sim ist ein italienischer Anbieter, welcher sich auf ein Lenkrad mit High-End-Ansprüchen, einem verbauten Display und bei Bedarf auf Konsolenkompatibilität fokussiert. Die Lenkräder werden in Handarbeit gefertigt und zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Komponenten, die wir uns in Kürze genauer ansehen werden. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das eSport Sim Formula Steering Wheel Series 3 ist ab 1299 € exklusiv Steuer über den eSport Sim Webshop erhältlich. Bei entsprechenden Deals wie derzeit der Black Friday Sale können einige Euronen gespart werden. Beim Kauf entscheidet ihr dann, welche zusätzliche Konsolenplattformkompatibilität benötigt wird. Ich zeige euch in diesem Review die PC-Only-Version. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Lenkrad, Montagematerial und eine USB-Anschlussbox. Das USB-Kabel ist mit dem Lenkrad fix verbunden. Die Ware kommt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen großen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Kapitel Nummer 3: Die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den genormten 50,8 bzw. 70 mm Lochkreis mit jeder beliebigen Wheel-Aufnahme verbunden. Bei Fanatec gelingt dies beispielsweise über den Podium oder Clubsport Hub. Bei Logitech oder Fastmaster bietet eSport Sim entsprechende Adapter an. Die Plattformkompatibilität entscheidet ihr dann beim Kauf. Ich kümmere mich, wie bereits erwähnt, in diesem Test nur um die PC-Only-Version. Kapitel Nummer 4: Ausstattung und technische Details. Dieses Kapitel sehen wir uns am besten live und direkt am Wheel an und ich zeige euch, was dieses Lenkrad alles zu bieten hat. Das eSport Sim bringt eine umfangreiche Ausstattung an den Start. Wie ihr auf den ersten Blick erkennen könnt, ihr habt eine nahezu symmetrische Bauweise. Die beginnt mit den Buttons, die hier erreichbar sind an der Oberseite. 1, 2, 3 Buttons, dann habt ihr 2 Encoders. Hier einen Encoder, hier den zweiten Thumb-Encoder. Und das gleiche wiederum auf der gegenüberliegenden, auf der linken Seite. Weitere Features, die ihr an dem Start habt, ist ein analoger Joystick, den ihr drücken und eben analog bewegen könnt. Auf der anderen Seite, drum nicht ganz symmetrisch, habt ihr diesen 7-Wege-Switch, links, rechts, oben, unten, drehen ihm gegen den Uhrzeigersinn und drücken möglich. Dann entsprechend hier nochmal 2 Buttons, einmal zweimal, einmal zweimal und entsprechende Encoder 1, 2, 3 und in der Mitte noch so ein Dreh-Einstellrad. In Sachen weiterer Ausstattung, wie ihr erkennen könnt, ein großes 5 Zoll Display, das mit einer Auflösung Full HD, sprich 1920 x 1080, einer sehr hohen Pixeldichte auflöst. Darüber entsprechende LEDs, die dann angesteuert werden können und auch hier seitlich Flag-LEDs, 3 Stück rechts, 3 Stück links eingelassen. Wenn wir das Lenkrad jetzt umdrehen und uns die rückseitige Ausstattung angucken, um das Lenkrad eben mit einer Wheelbase betreiben zu können, braucht ihr eine Verbindung. Ich habe hier den SimMagic Quick Release Adapter verwendet, der mit den üblichen 70 mm Lochkreis Bild und diesem Lenkrad verbunden wird. Ausstattungsmerkmale rückseitig, ihr seht hier oberhalb nochmal 2 Buttons, die ihr betätigen könnt und dann entsprechend die Shifter-Mechanik, Up-and-Down-Shift und unterseitig diese analogen Pedals. Das Spiralkabel ist hier unterseitig mit dem Lenkrad verbunden. Das Wheel bringt inklusive SimMagic Quick Release Adapter, gucken wir uns das an,
2344 Gramm auf die Waage, ist somit inklusive einem Adapter, den du benötigst für deine Wheelbase, ein eher schweres Lenkrad, das deine Wheelbase zu stemmen hat. Ebenso zu stemmen hat deine Wheelbase einen großen Durchmesser, sprich einen großen Hebelweg. Von hier außenseitig zur Mitte des Lenkrads, da es sich hier Außenseite auf Außenseite gemessen um die 31 cm, vielleicht etwas mehr handelt. Dann habt ihr jetzt eine vertikale Höhe von 19,5. Das ist ein großes, wuchtiges Lenkrad durch dieses oberseitig verbaute Display. Hier bei den Grips um die 20 cm. Ihr habt diese Display-Einfassung der Seite bei 13 cm und sichtbarer Displaybereich bei 12 cm Durchmesser. Eine Breite des Displays von 10,5 und eine vertikale Höhe von 6,5 auf 8,5 ungefähr. Inklusive Symagic Quick Release Adapter habt ihr eine Bauhöhe des Lenkrads von um die 135 mm und die Buttons tragen entsprechend nochmal 1,5 bis 2 cm auf. Der Symagic Quick Release Adapter selbst, das könnt ihr hier gut erkennen, trägt mit um die 6 cm auf und dann eben der entsprechende Flansch, um hier miteinander verbunden werden zu können. Wie sieht es aus in Sachen Auslösefeedback? Ihr habt Buttons mit einer eher mittellangen Range, die ihr betätigen könnt. Vielleicht bekomme ich das hier auf die Cam. Ihr seht, die könnt ihr relativ weit eindrücken, vermitteln ein sattiges Feedback in der Endlage, so würde ich dies jetzt bezeichnen, und lassen sich eher mittelleicht betätigen mit einem Auslösefeedback von, sind wir bei knappen 500 Gramm. Ja, rund um die 500 Gramm entsprechend und alle von der Auslösestärke gleich dimensioniert, auch die auf der Rückseite. In Sachen Auslösefeedback der Schaltmechanik, da sind wir bei um die 1,5 Kilogramm, das heißt knackig, kräftig gelandet und ihr habt eine Range dieser Pedals, auch das messen wir live raus, von 43, 38, um die 5 mm Range. Bei den analogen Pedals, das könnt ihr hier gut erkennen, habt ihr auch eher eine große Range, einen großen Bereich, der geht von 50 auf 30, 25, auf um die 25 mm Range bei den analogen Pedals. Ihr habt einen Abstand der Schaltmechanik von innenseitig gemessen 40, sprich 4 cm direkt zum Rim. Analoge Pedals in der Ausgangslage um die 5 cm bei dieser inneren Einbuchtung. Bleiben wir bei der Schaltmechanik, hören wir uns dieses Auslösefeedback der Schaltmechanik an, aus unmittelbarer Nähe. Da seid ihr bei knapp unter 70 Dezibel gelandet, 68, 69 Dezibel. Sehr leise Shiftermechanik verglichen mit anderen Modellen, die teilweise über 80, manche über 90 Dezibel liegen. Und ihr habt mit diesem Lenkrad absolut einen Wohnzimmerbetrieb möglich. Schlafzimmer vielleicht nicht ganz, aber im Wohnzimmer wird jemand neben dir in Ruhe Fernsehen gucken können, wenn du mit diesem Lenkradmodell unterwegs bist. Gucken wir uns noch die ans Wheel gebrachten Encoder an. Da habt ihr riesige FAM-Encoder hier innenseitig eingelassen mit einem Durchmesser von über 3 cm. Gleiches gilt für die Encoder, die hier in den Griffflächen oberseitig eingelassen wurden. Die könnt ihr entsprechend gut greifen, haben sehr knackiges Feedback und rasten wunderbar satt hier ein. Und dann sind wir gleich bei der Haptik und Verarbeitung gelandet. Ihr seht eine Vollcarbonplatte, das seht ihr hier frontseitig, bestehend aus sehr vielen Layern. Diese Frontmetallplatte, die hat eine Dicke von mehreren Millimetern. Lasst mich dies hier schnell rausmessen. Hier sind wir bei einer Dicke von, ich glaube, 8 Millimetern Vollcarbon. Entsprechend hier abgesetzt. Hier nochmal frontseitig das Gehäuse selbst. Hier in diesem Bereich, das ist eine Abdeckung dieser kompletten Elektronik, dieses halben PCs, der in diesem Lenkrad steckt, ist aus Kunststoff gefertigt. Alles andere wiederum aus Metall. Das beginnt hier mit der Aufnahme für den Flansch, entsprechend hier Metalleinsatz, entsprechend die komplette Aufnahme für die Shiftermechanik, Metalleinsatz. Hier seht ihr die eingelassenen Magneten für Magnetic Pedals klarerweise.
Auch hier dieses eloxierte in diesem goldfärbigen Ton Metall im Einsatz, entsprechend Metall diese Analog-Pedals und sehr dicke Carbon-Pedals, die ebenso mit einer Dicke von, ich glaube, das sind um die 4 mm hier ans Wheel gebracht wurden. In Sachen Ergonomie, das könnt ihr hier gut erkennen, habt ihr diese Einbettungen für eure Finger, um die Analog-Pedals bedienen zu können. Das heißt, dieses Lenkrad richtet sich auch auf jeden Fall an Anwender, die auf Pedale aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen eventuell verzichten müssen und hier Gas, eine Bremse langstreckentauglich bedienen zu können, bringt hier eSport Sim ein vollwertiges Analog-Pedal-Set bzw. eine ergonomische Ausformung und Erreichbarkeit an den Start. In Sachen Verstellmöglichkeiten, das könnt ihr hier gut erkennen, über diese Langlöcher möglich noch ein paar Millimeter nach innen zu gehen oder nach außen, je nachdem wie lang deine Hände sind. Und frontseitig betrachtet, wenn wir hier eventuell durchgucken, da seht ihr ebenso diese beiden Schrauben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Cam bekomme, hier innenseitig. Und ich bin in der mittleren Position eines ungefähr 1 cm langen Langloches. Da könnte ich jetzt noch mit den Shifter Pedals 5 mm nach innen, 5 mm nach außen wandern. Aber für mich Default mit meinen Fingern finde ich hier eine absolut perfekte Position ein. In Sachen Abmessungen bin ich euch noch Folgendes schuldig. Ihr habt dieses verschraubte USB-Kabel am Wheel. Das hat eine Länge, das messen wir hier eben auch nochmal live raus. Der Spiralkabelanteil, den ihr dann entsprechend hier um eure Lenkradnabe etwas wickeln könnt, ist um die 300 mm lang und dann habt ihr noch so ein weiteres Kabelstück um die 600 mm Länge hier mit einem sehr gut verbauten und sicheren USB-Anschluss. Das könnt ihr hier gut sehen. Und dieses Lenkrad wird eben direkt über diesen Anschluss dann mit dieser Controller-Box verbunden. Das ist jetzt hier diese Controller-Box, die zeige ich euch jetzt schnell. Die habt ihr jetzt hier, ist ein einfaches Kunststoffgehäuse mit einem On-Off-Button und dann wird eben euer Lenkrad an diese Kunststoffbox per USB SAT angeschlossen. Diese Kunststoffbox, die befestigt ihr dann irgendwie mit Klettbändern oder was auch immer an eurem Rig und von dieser Kunststoffbox, Controllerbox eben selbst, gehen dann 2 Kabel weg. Das könnt ihr hier gut erkennen. Mit einem Kabel USB an den PC und mit dem anderen Kabel Stromversorgung an eure Steckdose. Diese Kabel, die haben dann nochmal eine entsprechende Länge von, ich würde sagen, das wird sich im Bereich von etwa 1,20 Meter bewegen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Software. Auch hier springen wir am besten live ins Rig, damit ich euch einige Details zeigen kann. Im Kapitel Software, ihr habt einen eSport Wheel Manager, in meinem Fall 2.4. Der liest euch die Wheel-ID, Firmware in meinem Fall 8.2, Wheel Hardware 4, Wheel Software 10.3.3 aus. Ihr könnt dieses Wheel klarerweise mit Firmware-Update auf den neuesten Stand bringen. Connected, ihr habt die sämtlichen Buttons hier, das ist selbsterklärend angezeigt. Ihr habt Pro-Version Options, auch das sehr ausführlich in der Bedienungsanleitung erklärt. Diverse Modi, Bytepoint Clutch, den könnt ihr setzen und entsprechend die Firmware-Updates. Hier auf jeden Fall lest euch in der Bedienungsanleitung ein. Das wäre ein einzelnes bzw. ein eigenes Video, um euch hier sämtliche Dinge nochmal genauestens aufzuzeigen. Das ist ein Wheel, mit dem du dich beschäftigen musst. Das ist nicht Plug and Play, da solltest du dich einarbeiten. In Sachen Lenkrad und der ganzen Menüführung, du hast out of box direkt am Lenkrad 3 Dashes am Start. Diese Dash-Vorlage, diese. Diesen Button, ich erkläre euch nur ein paar Kernfeatures. Bitte wiederum gut einlesen, Bedienungsanleitung, unendlich viele Funktionen. Kernfeature, hier den Wählbutton gesetzt auf CD, ist Change Display und mit den Tasten 10 und 11 mit den Buttons könnt ihr dann quasi nach oben, nach unten gehen. Hier diese Dashboard-Vorlagen entsprechend durchschalten. Gehst du noch einen Step weiter nach unten, kommst du auf das Setting. Du kannst dann hier einstellen, wie dieses Wheel verbunden ist. Hier mit diesem Analog Joy deinen Mauszeiger bedienen, mit draufklicken. Kannst du dann umstellen, wenn du jetzt über Konsole unterwegs bist, Thrustmaster oder Fanatec Connector. Achtet hier,
entsprechend mit der Verbindungsart, mit der du unterwegs sein willst, oder direkt über USB-Console vor F1 Games, um ein Dashboard angezeigt zu bekommen. Wir sind USB-PC-Controller unterwegs und wenn du hier Änderungen vornimmst, dann immer hier rechts oben den Save-Button bestätigen. Du kannst mit dem Digital Joypad hier nach unten gehen, die Anpassungen der LEDs durchführen, LEDs Brightness, die Helligkeit, Green, Blue, Red und Yellow. Du hast Möglichkeiten direkt die Brake Balance, die Bremsbalance zu verstellen. Gear Advanced Mode, du hast die IP-Adresse, die du hier eingeben kannst, und Analog Pedals Calibration für Clutch, Right, Left Clutch zu setzen und noch diverse andere Modi. Für dich auf jeden Fall interessant ist die Einbindung auch in SimHub. Auch hier wiederum einige Schritte, die du in Windows bzw. SimHub bewerkstelligen musst, um dieses Lenkrad über SimHub zu pairen bzw. zu verwalten. Wenn du dies gemacht hast, gehst du mit diesen Buttons entsprechend nach oben zu deinen Dashes und nochmal einen Step nach oben in der Menüstruktur, dann bekommst du hier SimHub geladen. Du kannst dann die SimHub-Profile bzw. Dashboard-Vorlagen anwählen, lässt die letzten verwendeten, die seht ihr hier, oder wiederum mit dem Digital Joypad hier nach unten scrollen, andere Dash-Vorlagen anwählen. Nehmen wir beispielsweise hier so ein Ferrari-Dashboard, das 599er, klicken dies an, hier einmal Touch und das entsprechende Dashboard, die Dashboard-Vorlage wird geladen und du bist fertig. Die ganzen Einstellungen, die du dann eben über diese Buttons wunderbar beschriftet anwählen und direkt am Wheel verstellen kannst, ohne in eine Software reinspringen zu können. Diese ganzen Abkürzungen hast du wiederum in der Bedienungsanleitung aufgelistet. Arbeite dich bei Bedarf ein, merk dir die wichtigsten Abkürzungen und dann wirst du mit diesem Lenkrad alles direkt am Wheel, ohne in eine Software reinspringen zu müssen, bedienen und erledigen können. So viel ein kleiner Überblick über die Software. Verzeiht bitte an dieser Stelle, um dies von A bis Z im Detail zur Software zu erledigen. Das wäre nochmal ein separates Video mit einem Zeitaufwand von über einer Stunde, den ihr euch dann angucken müsstet. Ich empfehle immer dann, wenn du so ein Wheel zum Einsatz bringen willst, musst du dies verinnerlichen, dich damit auseinandersetzen, damit du dann wirklich weißt, was dieses Ding kann, was du verstellen kannst. Kein Plug-and-Play. Hier heißt es, sich reinzuarbeiten. Nächstes Kapitel, das Anschlusskabel. Das Lenkrad wird mit dem Spiralkabel an der mitgelieferten Anschlussbox angesteckt. Die Anschlussbox selbst wird dann via USB mit dem PC und mittels Netzteil mit dem Stromnetz verbunden. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. Frontseitig springt die Carbon-Abdeckplatte ins Auge mit dem 5 Zoll großen verbauten Display. Der Auftritt ist sehr wuchtig und die umfangreiche Ausstattung vermittelt einen sehr individuellen Eindruck. Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass wertige Komponenten, große Encoder und edle Bauteile ans Lenkrad gebracht wurden. Ebenso edel ist der optische Eindruck, wenn man das Lenkrad umdreht und rückseitig betrachtet. Kapitel Nummer 8, die Haptik. Die Griffflächen wurden mit einem griffigen Kunststoff überzogen. Die Verbindungsstellen sind im unteren Bereich leicht spürbar, wenn man ohne Handschuhe unterwegs ist. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt der sehr exakte Druckpunkt auf. Auf den Schaltpedals haben die Finger komfortabel Platz. Die analogen Pedals nehmen die Finger durch die Einbettung sehr angenehm auf. Das Wheel fühlt sich durch den Durchmesser sehr satt, eher groß in den Händen liegend an. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Verarbeitung. Die Verarbeitung des eSport Sim Wheels ist edel und höchster Standard. Im Rennbetrieb ist die spürbar, dass sich absolut nichts verwindet und alles geräuschfrei und ohne Knarzen funktioniert. Die extrem dicke Carbonplatte und die Pedals samt Aufnahme sind sehr edel verarbeitet. Gleiches gilt für den Hub und die anderen Komponenten. Man merkt, dass in Sachen Qualität nichts dem Zufall überlassen wurde und eSport Sim ausschließlich zu ausgewählten Komponenten mit Industriestandard gegriffen hat. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Ergonomie. Ohne das Lenkrad loslassen zu müssen, können zahlreiche Buttons gut erreicht werden. Die beiden Thumb-Encoder je Seite, links und rechts, sind gut erreichbar und sehr griffig. Das Rim liegt durch den großen Durchmesser der Griffflächen satt in der Hand
und die Aussparungen für Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche sind großzügig dimensioniert und ebenso ergonomisch angenehm und langstreckentauglich ausgeführt. Mit Handschuhen hast du ebenso genug Platz. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel Nummer 11, der Rennstreckentest. Gehen wir wieder am besten live ans Rig. Ich drehe ein paar Runden und nehme euch mit. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa Competizione mit einem Honda GT3. Auf einem Tailored Rig SSR 4000, 32:9 Monitor von Samsung. Was haben wir noch am Start? Cube Controls SP01 Pedale, eine Symagic Alpha Wheelbase 15 Newtonmeter Drehmoment, hier einen Sparco Grid Q Rennsitz und eben unser eSport Sim. Lasst uns ein beliebiges Rennen hier in Spa starten und ich gebe euch jetzt die Eindrücke mit. Klarerweise habe ich bereits ohne Kamera schon viele Runden mit diesem Lenkrad gedreht, viele Erfahrungen bereits gesammelt und jetzt live für euch zusammengefasst. Hier raus, fliegender Start. Ich habe die Symagic Alpha Wheelbase Force Feedback Power hier rechts auf den Thumb Encoder gelegt. Das seht ihr hier auf 0,8. Sehr raue Settings. Ihr hört ab und an mein SRR 4000 Rig hier vibrieren. Diese Vibrationen, die sich von der Wheelbase übertragen. 80% von den 15 Newtonmeter, da sind wir jetzt bei um die 12, 13 Newtonmeter relativ kräftigen Drehmoment angelangt, die ich auch gerne mit so einem großen Wheel mit einem Durchmesser von knapp 32 cm am Start habe. Was fällt euch auf den ersten Metern mit diesem Lenkrad? Ich habe diese auch auf meinem anderen Rig getestet, auch unter dem Einsatz von Motion auf einem stabilen Simlab Rig. Hier von der Performance dieses Lenkrads, das merkt ihr auf den ersten Testmetern, eine spitzenmäßige Symagic Wheelbase, die ein hervorragendes Drehmoment hier ausgibt und entsprechend über einen super Quick Release 1:1 an ein Lenkrad übertragen will. Die schafft dies auch mit so einem Lenkrad von eSport Sim. Ganz einfach deswegen, weil dieses Lenkrad vom Aufbau äußerst brutal, rock solid aufgebaut ist. Ihr seht, diese Basis der Stabilität, die bringt bei diesem Wheel diese massive Carbonplatte frontseitig bestehend aus vielen Carbon-Layern, die sozusagen diese Hauptstabilität dieses Lenkrads an den Start bringt. Entschuldigt wieder meine Multitasking-Fähigkeiten. Ich bin nicht der super YouTuber, der perfekt hier Rundenzeiten hinknallt und gleichzeitig mit wem sprechen kann. Aber auch um das soll es jetzt hier nicht gehen. Zurück zum eSport Sim Wheel. Was fällt euch auf den ersten Metern auf? Wie gesagt, diese hervorragende Stabilität, eine sehr komfortable Griffposition, Armposition. Das heißt, ihr seid mit so einem Lenkrad-Durchmesser wirklich in ungefähr Schulterbreite dann unterwegs. Das heißt, ihr habt nicht dieses Problem von zu eng beieinander liegenden Griffflächen, wo ihr dann so einen Winkel übers Handgelenk habt, der euch über mehrere Rennkilometer dann eventuell störend, eventuell anstrengend wird. Hier kein Problem. Bleiben wir gleich bei diesen ergonomischen Aspekten, wie bereits erwähnt. Ihr habt enorm viel Platz hier in den Griffmulden mit den Fingern unterseitig, um dieses Rim zu umgreifen und klarerweise auch entsprechend genug Platz, um das Ganze dann mit Handschuhen zu bedienen. In meinen Rennstreckentests bei mir immer ohne Handschuhe unterwegs, um das Maximum heraus spüren zu können an der Oberfläche der Finger. Und auch hier super rauszuspüren, hier über diese Kanalgitter rechtzeitig gefahren. Das fühlt sich wunderbar an und eben die Symagic Alpha Base gibt genau das aus, was sie eben imstande zu leisten vermag und wird wiederum hier von dem Wheel so wiedergegeben. In Sachen Bedienelemente, wie auch bereits erwähnt, ergonomisch super erreichbar diese Thumb Encoder, einmal links hier, einmal links dieser Thumb Encoder und auch in Griffweite, ohne die Daumen weit spreizen zu müssen, erreichbar. Super knackig mit dieser schönen Rasterung, hier die Traktionskontrolle bei mir draufgelegt, das rastet satt ein, du triffst genau die Rasterung. Das fühlt sich einfach edel, sehr wertig, so wie in einem echten Rennwagen auf einem High-End-Lenkrad eben an. Das heißt, in Sachen Bedienelemente auch diese Buttons entsprechend so gewählt, dass du diese gut bedienen kannst, groß genug und auch hier vom Finish diese Aufkleber etwas angeraut. Da merkst du, das sind dicke Aufkleber, die entsprechend bedruckt wurden und sich auch nach
mehreren Rennkilometern nicht abnutzen sollten. Vom Finish her, darüber haben wir gesprochen, super Carbon-Finish. Ich meine, diese Optik dieses Lenkrads beurteilt die selbst, aber in meinen Augen gibt es hier absolut nichts zu kritisieren. Was fällt euch jetzt auf beim Display? Ihr habt, wie bereits erwähnt, ein 5 Zoll Display, auf dem sich eben 2 Millionen Bildpunkte Full HD 1920 x 1080 verteilen und entsprechend groß ist eure Pixeldichte, Pixel per Inch. Das heißt, auch sehr kleine Schriften wie jetzt hier, ich weiß nicht, wie gut ihr das über die Cam seht, steht klein geschrieben in blau Engine Temp. Unterhalb auch diese Schrift könnt ihr knackscharf lesen, weil eben für diese klein dargestellten Schriften genügend Pixel zur Verfügung stehen. Das macht eben eine gute Pixeldichte aus. In Sachen Display-Einstellungen, auch da habt ihr unzählige Möglichkeiten, eben diese Out-of-Box- und Board-Displays dieses Lenkrads, die ihr hier durchswitchen könnt. Falscher Knopf, hier nach oben, das ist dieses Display-Schema, dann dieses oder noch ein drittes. Auch innerhalb dieses Displays könnt ihr rumspringen und weiter nach oben geklickt. Und wenn ihr dies eben konfiguriert habt über SimHub, dann wird euch jetzt die SimHub-Funktion hier aufgelistet. Gucken wir uns das jetzt an und ich schnappe mir jetzt ein beliebiges Dashboard, eins der zuletzt verwendeten, hier das Ford GT, klicke das an und das entsprechende Dashboard wird geladen, wie ich euch dies jetzt im Kapitel Software auch vor einigen Minuten eben gezeigt habe. Ein Display, mit welchem ihr sehr gut beurteilen könnt, wie es mit einer Pixeldichte von einem Dashboard oder von eben einem Display aussieht. Und auch hier sehr kleine Schriften, Last Lap, Position, Lap Time. Und diese sehr klein dargestellten Schriften hier, die sind so knackscharf dargestellt, dass ihr auch hier mit den Augen auf 20 cm rangehen könnt und die bleiben knackscharf. Super Pixeldichte, eines der besten Displays, die ich bis jetzt am Start hatte. Üblicherweise haben Dashboards in dieser Größe nicht diese Pixeldichte am Start, die rendern meistens mit geringeren Auflösungen, 1280 x 800, teilweise nur mit 800 x 600. Hier ist ein mega Step in Sachen Auflösung des Displays, welche euch klarerweise dann im Rennstreckeneinsatz zugute kommt, wenn ihr eben kleine Schriften ablesen könnt. Das bringt euch den Vorteil, ihr könnt ein Dashboard verwenden mit eben vielen Informationen, beziehungsweise ihr könnt euch auch ein Dashboard in diesem Dashboard-Konfigurator selbst zusammenbasteln, wo ihr sehr viel draufpackt auf euer Dashboard und auch wenn dies dann entsprechend klein dargestellt wird, bleibt die Lesbarkeit perfekt. So viel jetzt zu diesem Display. Bei den LEDs gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. Ihr habt sehr klare, einzeln eingefasste LEDs. Das heißt, wenn eine LED aufleuchtet, strahlt die nicht auf die andere Seite rüber. Die sitzen in eigenen Bohrungen sozusagen. Das ist sofort erkennbar. Ihr habt ja keine Nebenstrahleffekte sozusagen. Das macht ein klares LED-Schema über das ganze LED-Drehzahlband. Auch das wiederum vorbildlich gelöst und eben ja, High-End, wie man dies in diesem Preissegment eben fast erwarten will. Haptisch, wie gesagt, über die Buttons brauchen wir nicht sprechen. Hier alles Vollmetall, das ist alles extrem edel gelöst. Die Griffflächen habt ihr so einen griffigen Rubber. Der ist nicht klebrig, aber griffig. Ich finde ein gutes Mittelmaß. Ihr spürt leicht die Übergänge hier innenseitig. Das ist mittelmäßig spürbar. Probleme wird euch dies in meinen Augen keine machen. Ein sehr wuchtiges Lenkrad, das ihr hier am Start habt. Hervorragende Performance. Ein super Display in meinen Augen. Extrem viele Eingabemöglichkeiten. Unzählig viele, die euch jegliche Buttonboxes ersetzen werden. Und in Sachen Shifter, auch darüber haben wir gesprochen, extrem knackige Shifter von der Geräuschkulisse. Auch das haben wir rausgemessen. Dezent für die knackscharfe Auslösung und auch im Rennstreckentest für dich wichtig, wenn du mit einem Lenkrad unterwegs bist und Pedale ersetzen musst, weil du eine Einschränkung hast, dich verletzt hast, warum auch immer, kannst du diese analogen Pedals wunderbar verwenden, um hier ein Pedalset zu ersetzen.
Das ist bei den meisten Lenkrädern nur für eine Launch Control ausgestattet, aber bei diesem Lenkrad hast du hier eingebettet deine kleinen Finger, deinen Ringfinger und kannst hier so wirklich langstreckentauglich hier mit Gas über ein analoges Pedal oder Bremse unterwegs sein. Auch die Spreizung, der Abstand zum Lenkrad ist nicht so groß, um hier wirklich komfortabel Gas und bremsen zu können. Kannst klarerweise auch hier eine Kupplung drauflegen oder auch eine Handbrake, was auch immer. Sehr gute Pedalanordnung, wunderbare Haptik, wunderbare Ergonomie. Das bringe ich jetzt auf den Punkt, von diesem Lenkrad in so gut wie allen Punkten begeistert. Welche Vor- und trotzdem vielleicht Nachteile es mit diesem Lenkrad gibt, das fasse ich in Kürze für euch zusammen. Ich mache jetzt noch einige Aufnahmen für euch auf der Rennstrecke und melde mich dann in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, negative Aspekte. Die ganze Einrichtung erfordert einiges an Einarbeitungszeit. Bis das Lenkrad mit dem PC verbunden und beispielsweise SimHub eingebunden ist, heißt es einige Schritte zu gehen. Hier heißt es keine Berührungsängste mit Windows und Ordnerstrukturen zu haben und sich damit auseinandersetzen zu wollen. Plug-and-Play-like, wie andere Lenkräder in SimHub eingebunden werden, gelingt mit diesem Lenkrad nicht. Zweiter negativer Aspekt ist die erforderliche Spiralkabelverbindung in Kombination mit einer separaten USB-Controller-Box. Auf einen Wireless-Betrieb, beispielsweise Bluetooth-Standard, muss verzichtet werden. Und letzter negativer Aspekt ist, dass sich dieses Lenkrad durch den sehr hohen Preis ausschließlich an Enthusiasten mit dem entsprechenden Budget richtet. Kapitel Nummer 13, neutrale Aspekte. In Sachen Grips vermitteln die Kunststoffüberzüge ein durchschnittliches, mäßiges haptisches Gefühl. Die ergonomische Ausformung würde ich ebenso als durchschnittlich bezeichnen. Die Bedienung des Displays direkt am Wheel ist etwas fummelig, die Einarbeitungszeit in die Menüstruktur zeitaufwendig, aber in meinen Augen machbar, wenn man sich damit auseinandersetzt. Kapitel Nummer 14, positive Aspekte. Ein sehr hochwertiger Einsatz von Materialien wie Carbon und Metall in entsprechender Stärke, die maßgeblich sind für den verwindungsfreien Betrieb auf der Rennstrecke. Die Schaltmechanik der Pedals ist großartig gelagert und sehr, sehr wertig ausgeführt. An dieser Stelle markiert eSport Sim eines der besten Lenkradmodelle in meinem Kanal, wenn es um die Abstimmung der Schaltmechanik in Sachen Haptik und Geräuschemission geht. Gleiches gilt auch für die Aufkleber. Hier habe ich bei einem Lenkrad das erste Mal das Gefühl, dass sich ein Anbieter eingehend damit auseinandergesetzt und Aufkleber für vermutlich die Ewigkeit geschaffen hat. Sämtliche Bedienelemente des Wheels lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen und eine Vielzahl an Eingabemöglichkeiten ersetzen jegliche Buttonboxes. Die GT-Lenkradform bietet wie gewohnt zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Der Lenkraddurchmesser ist in meinen Augen für den GT-Langstreckeneinsatz optimal gewählt.
Ein weiterer positiver Aspekt ist das Display. 1920 x 1080, sprich Full HD Auflösung, verpackt auf einem 5 Zoll Panel bringen ein knackscharfes Bild und auch kleinere Schriften sind aufgrund der Pixeldichte hervorragend lesbar. Der offene Plattformansatz ist ebenso positiv zu bewerten, da man sich bei Bedarf auch in Richtung Konsole orientieren kann, achtet hierbei auf den Spiele-Support. Und als letzter positiver Aspekt ist rein ganz objektiv betrachtet eine hohe Performance in Sachen Stabilität gegeben. Und wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Fleck suchst, dann wirst du mit diesem eSport Sim Modell absolut nichts zu kritisieren haben. Hier zahlt sich dann der sehr hochmassive Materialeinsatz aus. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 15, das Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Kaufempfehlung spricht eSport Sim Simracer an, die ein entsprechendes Budget mitbringen, um in dieses High-End-Segment von Lenkrädern einsteigen zu können. Insofern du zu dieser Zielgruppe gehörst, ein Lenkrad überwiegend für den GT-Einsatz suchst und dieses dein Begleiter für viele Jahre sein sollte, dann wirst du mit dem eSport Sim Formula Steering Wheel Series 3 glücklich werden. Bedenke dabei unbedingt, dass es sich hierbei um kein Plug-and-Play-Produkt handelt. Du musst dich mit der Einrichtung der Menüstruktur auseinandersetzen wollen, damit du dieses Lenkrad entsprechend nutzen kannst. Wenn du dafür bereit bist, dann bekommst du mit diesem Wheel die mitunter edelsten Komponenten an ein Lenkrad gebracht, die ich bis dato in meinen Händen, in meinen Fingern hatte. Die Encoder fühlen sich großartig an. Das Einrastfeedback setzt den Benchmark bis dato in meinem Kanal. Und dieses Feeling setzt sich bei der Betätigung der Schaltmechanik fort. In Sachen Performance auf der Rennstrecke bringt die massive Bauweise alle Effekte an deine Hände, die eben deine Wheelbase hergibt. Und an dieser Stelle gebe ich die Empfehlung ab, dass du zumindest mit einer Wheelbase ab 12 Nm Drehmoment aufwärts ausgestattet sein solltest. Das Lenkrad ist groß und der Hebelweg zur Mitte entsprechend und um ein Leichtgewicht handelt es sich ebenso nicht. Und jetzt seid ihr am Zug, nutzt bitte die Kommentarfunktion unter diesem Video und lasst mich wissen, was ihr von diesem eSport Sim Lenkrad haltet. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. In den nächsten Wochen geht's weiter mit einigen Simracing Expo Zusammenschnitten und weitere Lenkräder sind bereits im Testbetrieb. Von Moser wird ein neues Produkt in mein Haus in den nächsten Tagen, Wochen kommen. Ein neues Rig von Simlab ist bereits in Vorbereitung. Und einige Projekte, über die ich derzeit leider noch nicht sprechen darf. Willst du entsprechende Peripherie einmal selbst testen und meine Beratung in Anspruch nehmen, dann kannst du über meine Homepage einen Termin buchen. Der Link steht unterhalb dieses Videos. Stay tuned und bitte abonniere meinen Kanal, wenn du dies noch nicht gemacht hast. Wie du mich unterstützen kannst, das findest du ebenso unterhalb in der Videobeschreibung. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Ron.